Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute mit dem Thema: Der französische Oberbefehlshaber will Belgien opfern, um den Krieg von den reichen französischen Provinzen fernzuhalten. Wer meinem YouTube-Kanal folgt oder meine Bücher liest, der weiß, dass ich die Geschichte des Zweiten Weltkriegs anders erzähle wie das Establishment. Ich erzähle kleine Geschichten, kleine Dinge, die man in Schul- und Geschichtsbüchern nicht findet. Aber wenn man diese kleinen Dinge erfährt, dann sieht so manches anders aus als das, was man uns glaubend machen will. Ein weiteres Thema: Ich habe es schon in vielen Videos mit Polen gemacht, dass Polen nicht das unschuldige Opfer war, nicht das unschuldige Opfer. Gleiches gilt für Frankreich. Polen und Frankreich werden ja so dargestellt, als ob ein böser deutscher Militärapparat diese beiden Länder einfach so überfallen hätte. Zu Polen habe ich viele Videos gemacht, will ich jetzt nicht mehr darauf eingehen. Zu Frankreich ist zu sagen, dass Frankreich Deutschland den Krieg erklärte und nicht umgekehrt. Also Frankreich hat den Krieg erklärt, Frankreich hat den Krieg gegen Deutschland eröffnet. Es war demzufolge ein Angriffskrieg der Franzosen, die zunächst durch das Rheinland angegriffen haben. Also die Franzosen haben angegriffen und nicht die Deutschen, die Franzosen, sondern die Franzosen, die Deutschen. Das ist ein Unterschied, das vergisst man manchmal. Das vergessen auch viele Historiker, Schwurbler, dass England und Frankreich Deutschland den Krieg erklärt haben und nicht umgekehrt. Die Gründe, warum, habe ich viele Videos darüber gemacht. Heute geht es darum, wie der französische Oberbefehlshaber des Heeres, General Gamelin, gedacht hat. Er schrieb am 1. September 1939 an den französischen Ministerpräsidenten Daladier über die Neutralität Belgiens, Luxemburgs und Hollands. Ich zitiere: Während Frankreich im Falle einer offensiven Aktion gegen Deutschland zwischen Rhein und Mosel an einer Front von ungefähr 125 Kilometer auf ein sehr starkes Befestigungssystem stößt, würden wir zwischen Mosel und Maas ein mehr als doppelt so lange Front haben. Besonders wenn wir über das holländische Gebiet von Maastricht marschieren könnten. Wir würden dort als Angriffsrichtung bedeutend günstigeres Gelände und weniger starke Befestigungsanlagen vorfinden, die erst jetzt teilweise im Entstehen sind, und wir würden auf viel wertvollere Ziele stoßen. Die Auswertung Belgiens würde für die Luftwaffe günstige Stützpunkte gegen die Unterrheinprovinzen, Industriezentren und gegebenenfalls gegen Großstädte bieten. Nur auf diesem Wege könnten wir Polen eine starke, sicher wirksame und relativ schnelle Hilfe bringen, denn allein schon durch die Ausweitung unserer Angriffsfront würden wir zahlreichere Streitkräfte aufhalten. Diese Stellung würde uns den ganzen Vorteil der belgischen Flugbasis erhalten und den Krieg von den französischen Grenzen, besonders von unseren reichen nördlichen Provinzen, fernhalten. Zitat Ende. Ja, wo habt ihr das schon mal gehört? Der französische Oberbefehlshaber wollte die Neutralität Belgiens und Hollands opfern, um den Krieg von den reichen französischen Provinzen fernzuhalten. Also Frankreich plante, die Neutralität von Belgien und Holland aufs Spiel zu setzen, um seine eigenen reichen nördlichen Provinzen zu schützen. Am 16. November 1939 wiederholte Gamelin seine Forderung. Ich zitiere: Für Frankreich ist es von ganz besonderem Interesse, in Belgien einzudringen. Wir verlegen auf diese Weise den Krieg nach außerhalb unserer Grenzen und schützen aufs Beste unser Industriegebiet im Norden. Dass es so kommt, ist aber noch viel wichtiger für Großbritannien. Der Feind könnte dann unmöglich die Flug- und U-Boot-Stützpunkte benutzen, die er in Belgien vorfindet. Und obendrein kann England, wenn unsere Streitkräfte Belgien besetzen, seine Luftabwehrlinien zum Schutz seines Raumes weiter vorverlegen. Zitat Ende. Also noch einmal: Der französische Generalstab und der Oberbefehlshaber des französischen Heeres wollte
die Neutralität von Holland und besonders Belgien brechen. Es sollte anders kommen, es sollte gerade umgekehrt kommen, dass die deutsche Wehrmacht über Belgien, Holland und Luxemburg nach Frankreich vordringen sollte. Das wird allerdings als Bruch der Neutralität betrachtet heutzutage. In meinem Buch Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 5, gehe ich genau auf dieses Thema ein. Ich beweise, dass Holland und Belgien nicht neutral waren. Sie waren nicht neutral. Sie waren schon vor Ausbruch des Krieges so derart mit England und Frankreich verbündet in Militärfragen, in Nachschubfragen, in anderen Fragen, dass es eigentlich ein Witz ist, wenn man heute sagt, dass Belgien, Holland neutral waren. Luxemburg ist ein kleines Land, die waren tatsächlich neutral. Alle anderen Länder wie Belgien und Holland, in meinem Buch könnt ihr das nachlesen, waren nicht neutral und die Deutschen nutzten dann den Überraschungsangriff gegen Frankreich, obwohl Frankreich den Plan schon vorher hatte. Ich wiederhole noch einmal, Frankreich hat Deutschland den Krieg erklärt und nicht umgekehrt. Also man könnte, wenn man heute nach den heutigen Maßstaben das nennt, könnte man sagen, der Feldzug gegen Frankreich war ein Präventivkrieg, oder wie seht ihr das? Ein Land erklärt den Krieg und das andere Land greift dann dieses andere Land an. Ist es ein Präventivkrieg oder nicht? Zwar hat Frankreich mit ein paar Truppenteile durch das Rheinland wollten sie da vordringen, um Polen zu unterstützen, aber es hat natürlich nichts genützt. Frankreich hat natürlich den Fehler gemacht, die Westfront war entblößt. Das heißt, die meisten deutschen Divisionen standen im Osten im Feldzug gegen Polen. Wenn Frankreich seine Kräfte gebündelt hätte und wäre über das Rheinland einmarschiert, dann wäre Hitler geschlagen gewesen. Die Franzosen haben es aber nicht gemacht. Das war ihre Chance, Deutschland zu besiegen. Das haben später auch die Militärs selber zugegeben und Hitler selber hat es auch zugegeben und er hatte auch Angst davor, dass Frankreich in dem Moment einen Zwei-Fronten-Krieg anfangen könnte, aber die Franzosen haben es nicht gemacht. Finde den Fehler. Wie gesagt, in meiner Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur, findet ihr all diese Aufzeichnungen, diese kleinen Geschichten, die ihr sonst nicht hört, die man euch sonst nicht sagt. Und gegen die deutschen Bösen habe ich ein Buch geschrieben, und zwar gegen die Deutschen, gegen die bösen Alliierten. Deutschland muss vernichtet werden. Es ist ein Buch über 900 Seiten, das alle Massaker an unserem deutschen Volk aufführt. Von 1914 bis heute. Ihr fragt euch sicherlich, warum bis heute? Das Buch heißt ja auch Völkermord, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. Die Zersetzung begann mit der Grenzöffnung 2015. Unser Volk wird seither zersetzt. Ja, es ist ein Stasi-Spruch, Zersetzung. Na und? Er passt. Und wenn es euch nicht passt, was ich sage, müsst ihr einfach einen anderen Kanal wählen. So einfach ist das. Ihr könnt alles, was ich sage, nachlesen in meinen Büchern. Dort sind alle Dokumente angegeben. Ihr könnt jedes einzelne Dokument, so wie beim heutigen Video zum Beispiel die Aussagen von General Gamelin, die ich zitiert habe, aus seinen eigenen Aussagen. Ihr könnt es alles widerlegen, wenn ihr wollt. Schafft ihr aber nicht. Wie wollt ihr die Aufzeichnung von General Gamelin widerlegen? Geht nicht. Und genauso gehe ich vor mit jedem Thema, auch bei diesem Thema. Alles dokumentiert, über 2000 Quellen, die nicht wegzuklagen sind,
die nicht wegzudiskutieren sind. Und schon kommen die Schwurbler, weil sie die Fakten nicht widerlegen können und sagen, ja, das ist eine revisionistische Aufarbeitung. Ja, es ist revisionistisch. Was ihr aber nicht begreift, ist, dass jeder Wissenschaftler, jeder Historiker ist ein Revisionist, weil ohne Revisionismus gibt es keine Wissenschaft. Revisionismus heißt, neue Fakten, neue Dinge, Dokumente einzubringen in den wissenschaftlichen Disput. Das ist Revisionismus, das ist Revision. Daher kommt das Wort ja auch. Und von dem her, bleibt mutig, folgt mir weiter, teilt meine Beiträge, weil YouTube hat mich gedrosselt ohne Ende, über 80%. Abonniert meinen Telegram-Kanal und auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de. Alle Links sind unten angegeben. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.